Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Dass man den Hahn aufdreht und Wasser rauskommt in beliebigen Mengen, eine Selbstverständlichkeit. Aber so selbstverständlich ist das eben nicht. Wassermangel ist längst auch ein Thema in Deutschland und ist auch eines der Hauptthemen auf dem Deutschen Bauerntag, der heute in Münster begonnen hat. Trinkwasser für den privaten Verbrauch wird gemäß der nationalen Wasserstrategie immer Vorrang haben. Aber in manchen Kommunen gibt es ja jetzt schon Appelle, dass man seinen privaten Garten erst abends wässert oder aufs Autowaschen verzichtet. Für die Landwirtschaft ist die Lage weit ernster, wie Christian Kirsch berichtet. Unterfranken zum Beispiel, der Landstrich am Main eher eine trockene Gegend, aber die Zeiten werden noch härter. Hier oben im Weinberg setzt Winzer Thomas Schwab inzwischen auf Bewässerung seiner Rebstöcke. Tröpfchenweise Wasser, Technik aus Israel. Was sonst die Wüste begrünt, hilft jetzt dem Wein in Deutschland. Warum? Wir bewässern den Weinberg, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es den jungen Reben gut tut, wenn wir bis zum Alter von etwa 10 Jahren diese Rebstöcke bewässern. Später ist es dann nicht mehr nötig, weil dann die Wurzeln tief genug sind und der Weinberg auch so genug Wasser bekommt. Seit Jahrhunderten bauen sie hier Wein an. Bewässerung war nie vonnöten. Die Dinge ändern sich in Zeiten des Klimawandels. An der Universität Würzburg belegen langjährige Messreihen, es fehlt der Regen. Schon gut die Menge eines ganzen Jahres. Das wird so bleiben, die neue deutsche Wasserwirklichkeit. Wir sind eigentlich hier in den mittleren Breiten in einer Klimazone, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir eine sehr regelmäßige Verteilung der Niederschläge haben. Und das ändert sich im Zuge des Klimawandels. Das sagen im Prinzip alle Klimamodelle für Mitteleuropa und speziell auch für die Mitte Deutschlands voraus. Und was konkret bedeutet das? Ja, es bedeutet, dass wir genau dann, wenn wir viel Wasser brauchen, nämlich in der wärmeren Jahreszeit, dieses Wasser aus dem Niederschlag früher oder später einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Die Folge Dürre. Trockene Gärten, trockene Felder, aus Flüssen werden Rinnsale. Und wenn es regnet, dann meist in Sturzbächen. Die trockenen, harten Böden können die Wassermassen nicht aufnehmen. Am trockenen Ufer der sommerlichen Elbe steht Uwe Ritzer, Journalist. Er sieht Deutschland vor dem Wassernotstand, fordert Wasser zu sparen, vor allem von der Industrie und auch in der Landwirtschaft. Deutschland hat seit dem Jahr 2000 etwa 20% seiner Wasservorräte verloren. Das ist etwa einmal die Menge des Bodensees. Damit gehört Deutschland zu den Ländern mit dem höchsten Wasserverlust, vergleichbare Länder. Wenn das so weitergeht, steuern wir in Deutschland unweigerlich auf einen Wassernotstand zu. Und wir müssen jetzt etwas tun, damit in 5, in 10, in 15 Jahren das Problem nicht so geballt auf uns zukommt, dass es richtig unangenehm wird. Was also tun, wenn Trinkwasser aus dem Hahn selbstverständlich bleiben soll? Fachleute fordern einen Umbau der Industrielandschaft. Es gibt die Möglichkeit, die natürliche Schwammwirkung der Landschaft zu verbessern, indem wir Terrassierungen anlegen, indem wir wieder aufforsten, indem wir Flussauen renaturieren, damit das Wasser, das fällt, vor allen Dingen im Winter, nicht mehr so schnell über die Vorfluter, das heißt die Flusssysteme, aus der Landschaft rauskommt. Um den Grundwasserhaushalt in Deutschland wieder auszugleichen, rechnen Fachleute, müsste es derzeit ein halbes Jahr durchgehend regnen. Ausgeschlossen. Winzer Thomas Schwab bewässert daher im trockenen Juni weiter seinen Weinberg in Franken. Darüber wollen wir mit Professor Dietrich Borchardt sprechen. Er ist Hydrobiologe, ich sage mal vereinfacht Wasserexperte und leitet am Helmholtz-Zentrum den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt. Guten Abend, Herr Professor Borchardt. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn man das sich ansieht, also auch Weinbauern fangen jetzt an zu bewässern, was es früher nicht gab, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Wasservorräte knapper werden, wo kommt das Wasser dafür denn dann her? Das Wasser für Bewässerung in der Landwirtschaft kann im Grunde genommen aus 2 Quellen kommen, entweder aus Oberflächengewässern oder aus Grundwasser.
wenn bewässert werden muss. Und die Frage ist dann immer eine regionale Frage, nämlich sind Wasservorräte vorhanden, die man nachhaltig nutzen kann, die auch zukünftig noch in entsprechenden Mengen vorhanden sind oder nicht. Und die zweite Frage wird immer sein, gibt es noch andere Nutzungen, die auf dieselbe Wasserressource zugreifen? Sind da mehr Winzer? Sind da vielleicht auch Trinkwasserversorger? Sind da vielleicht aber auch Feuchtgebiete, die ihr Wasser brauchen? Und so werden wir in Zukunft mit uns auf eher Nutzungskonkurrenzen einstellen müssen und die werden wir zu lösen haben. Gehen Sie denn davon aus, dass das Thema Bewässerung in der Landwirtschaft zunehmen wird? Davon gehe ich fest aus. Im Moment spielt Bewässerung in Deutschland bezogen auf die landwirtschaftliche tatsächlich nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es sind vielleicht 2,5% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Auch dann vor allen Dingen nur in Bezug im Moment auf einzelne Sonderkulturen, zu denen auch Wein- oder Obstbau gehört oder vielleicht Kartoffelanbau in Teilen Niedersachsens. Aber es ist fest davon auszugehen, dass der Bewässerungsbedarf auch andere Regionen, aber auch andere Anbaumethoden in Zukunft betreffen wird und schon mittelfristig sehr viel größer sein wird. Dann müsste man aber ja an anderer Stelle, wenn Sie sagen, es gibt dann da auch eine Konkurrenz, Wasser einsparen in größerem Umfang. Zunächst mal ist der Ausgangspunkt, an dem zu arbeiten, ist wirklich die Inventare zu verbessern. Und damit meine ich, dass einerseits bekannt sein muss, wie viel Wasser ist denn regional vorhanden. Und zwar geht es um den gesamten Wasserkreislauf, also wie viel Niederschlag, wie viel Bodenfeuchte, wie viel Grundwasser. Aber ist da vielleicht auch eine Talsperre? Ist dort ein großes Oberflächengewässer wie der Bodensee in der Nähe? Also die Angebotsseite. Und das Zweite ist, wir brauchen bessere Inventare darüber, wer eigentlich Wasser nutzen darf, nutzt und vor allen Dingen in welcher Menge er es auch tut, weil daraus erst die Bilanz werden kann, auf deren Grundlage man beurteilen kann, wird denn eine Wasserressource übernutzt oder nicht. Aber man weiß dann, welche Daten vorliegen, also wer was nutzt. Aber dadurch wird der Grundwasserspiegel ja auch nicht besser, wenn der jetzt schon so abgesunken ist. Was wäre denn da die wichtigste Maßnahme? Die wichtigste Maßnahme ist tatsächlich das Grundwasser zu beobachten, die Trends zu beobachten, zu bestimmen, wie auch Langfristentwicklungen sind, weil wir haben es immer mit zwei Aspekten dieser Veränderung, dieses neuen Normals zu tun. Wir müssen krisenhafte Situationen bewältigen, wie wir sie jetzt gerade haben, eine mehrjährige Dürre, die jedes Jahr auch sich ein Stück weit aufschaukelt. Genauso wie wir jetzt Entscheidungen brauchen, und da reden wir über Trinkwasserversorgung, wir reden da über Infrastrukturen, die sich nur in Jahrzehnten anpassen lassen. Das ist nicht von einem Jahr auf das nächste gemacht und deswegen müssen wir uns auch mit Klimaszenarien auseinandersetzen, die uns sagen, wie sieht denn die Situation vielleicht im Jahr 2050, 2060 aus? Wenn Sie von Trinkwasserversorgung sprechen, die hat ja nach wie vor immer Vorrang, aber im europäischen Ausland, wo es zum Teil ja schon sehr viel heftiger zugeht als in Deutschland, Italien und Frankreich, da gibt es ja schon Ortschaften, wo im Sommer dann es gar kein Trinkwasser mehr gab. Also das kam jedenfalls nicht mehr aus dem Hahn, sondern musste mit Containern herangebracht werden. Sind solche Szenarien in einzelnen Regionen Deutschlands auch denkbar? Es hat sie ja vereinzelt in Extremsituationen tatsächlich auch schon gegeben, aber nur wirklich sehr vereinzelt. Ich würde erwarten, dass wenn man dieses Wassermanagement auf diese Extreme, wie gerade gesagt, wirklich ausrichtet, wenn es vor allen Dingen auch im Krisenfall dann zunächst einmal abgestuftem Handeln geht, also sprich zunächst die Bevölkerung sensibilisieren, die Nutzer sensibilisieren und dann zuerst mal mit Reduktionen arbeiten und dann, das haben wir jetzt aber auch schon, wird es auch immer wieder zu Wassernutzungsverboten kommen oder Wassernutzungseinschränkungen, wie zum Beispiel im Moment in einzelnen Landkreisen in Deutschland die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern, zum Beispiel für die landwirtschaftliche Bewässerung, aber auch für andere Zwecke. Und auf solche Beschränkungen werden wir uns in Zukunft einstellen müssen. Da kommt was auf uns zu, Herr Professor Borchert. Danke Ihnen für das Gespräch und die Expertise. Ich danke Ihnen. In Südfrankreich gibt es inzwischen sogar wieder Prozessionen, bei denen um Regen gebetet wird. Nur dass die anders als früher nicht am Ende eines langen Sommers stattfinden, sondern bereits im Frühjahr. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. In der katholischen Kirche müsste man in diesen Tagen vor allem darum beten, dass der rapide Mitgliederschwund aufhört. Negativschlagzeilen wie gestern, als beim Kölner Kardinal Wölke die Staatsanwaltschaft vor der Tür stand, dürften da allerdings wenig hilfreich sein.
Heute wurden die Austrittszahlen von 2022 veröffentlicht, die für die katholische Kirche noch dramatischer sind, als sie befürchtete. Mehr als 500.000, so viele wie noch nie, traten aus. Das hat auch finanzielle Folgen, wie Anselm Stern berichtet. Wenn bei Familie Romer die Hausaufgaben und damit das Thema Schule auf den Tisch kommen, hat das ganz viel zu tun mit der Kirchenkrise, mit Austritten und mit massiver Kritik. Susan Romers jüngster Sohn Leo geht auf die Martinusschule Gonsenheim in Mainz, lange eine Schule des Bistums. Doch das Bistum muss seit Jahren sparen, auch wegen der Austrittswellen, und entzog der Schule das Geld. Das haben wir über die Presse erfahren. Mit uns Eltern hat da keiner gesprochen. Ich war damals im Amt der Schulelternbeiratsvorsitzenden von der Martinusschule Mainz-Gonsenheim und habe das genauso durch die Presse erfahren wie alle anderen auch. Die Eltern waren entsetzt, nahmen das Problem selbst in die Hand, suchten neue Träger und konnten die Schule retten. Die Folge? Teuer. Ein Schulbeitrag wurde fällig, bis zu 200 € pro Kind. Das Verhalten der katholischen Kirche für viele ein Grund, auszutreten. Ja, also ich kenne Eltern, mehrere Eltern, und wir sind da auch im Austausch. Das ist tatsächlich so, dass die Menschen sagen oder die Eltern sagen, okay, wenn ich jetzt einen Elternbeitrag bezahlen muss für die Schule, dann trete ich aber aus der Kirche, auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Missbrauchsfällen und so weiter. Wo sie vielleicht schon gehadert haben, ist das jetzt der Punkt, wo sie sagen, okay, dann trete ich aus der Kirche aus. Insgesamt weit mehr als 500.000 Menschen sind 2022 deutschlandweit ausgetreten, so viele wie noch nie. Noch viel mehr als im vorherigen Rekordjahr 2021. Verheerende Zahlen, das Vertrauen in die katholische Kirche sinkt schnell immer weiter. Ich glaube, das eine ist dieses fehlende Vertrauen, dass diese Institution wirklich den Turnaround schafft und Reformen anpackt. Und dass jetzt gerade auch die Menschen, die bisher sehr engagiert waren in der katholischen Kirche und doch immer noch die Hoffnung gehabt haben, jawohl, es wird sich etwas verändern, dass die sehen, es kommt keine Veränderung, es geht zu langsam, und dass jetzt auch dieser harte Kern, die Kirche verlässt. Der harte Kern, der jetzt auch geht. Kernschmelze also, belegt mit frischen Zahlen. Doch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz will dazu heute kein Interview geben und schickt seinen Pressesprecher. Das ist heute ein bitterer Tag, an dem auch nichts schöngeredet werden muss. Diese gigantischen Austrittszahlen, die uns schmerzen als Kirche in Deutschland, zeigen, dass wir in einer tiefen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise sind. Und wir müssen jetzt alle Anstrengungen ansetzen, um aus dieser Krise irgendwie herauszukommen. Irgendwie herauskommen aus einer Lage, in der sich die Menschen zu Hunderttausenden von der katholischen Kirche in Deutschland abwenden. Und jetzt geht es bei dir in den Nachrichten weiter. Heinz, es gibt Neues zum Tarifkonflikt bei der Bahn. Ja, die Deutsche Bahn hat der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in dem festgefahrenen Tarifkonflikt eine Schlichtung vorgeschlagen. Das gab der Konzern heute bekannt und erklärte, damit solle der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden. Zuvor war bekannt geworden, dass die EVG offenbar morgen über weitere Warnstreiks entscheiden will. Zu einer Schlichtung hieß es von der Gewerkschaft dann, man werde den Vorschlag prüfen. Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre hat sich Frankreichs Präsident Macron bestürzt geäußert. Er nannte den Vorfall unentschuldbar. Bei einer Verkehrskontrolle hatte der Polizist den 17-Jährigen aus nächster Nähe angeschossen und tödlich verletzt. In Nanterre und anderen Pariser Vorstädten war es daraufhin zu wütenden Protesten gekommen. Die Polizei wurde mit Feuerwerkskörpern angegriffen und setzte Tränengas ein. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu einem Antrittsbesuch nach Washington gereist. Empfangen wurde er von seinem Amtskollegen Lloyd Austin, mit dem er die Lage in der Ukraine erörtern wird. Die Reise dient auch der Vorbereitung des kommenden NATO-Gipfels in Litauen. Und auch in der Ukraine selbst ging es heute erneut um die NATO-Perspektive des Landes. Präsident Zelensky sprach in Kiew mit den Präsidenten von Polen und Litauen, Duda und Nausėda, über den im Juli anstehenden NATO-Gipfel. Es ging auch um die weitere Unterstützung der Ukraine und die Lage an der Front.
Einige Kilometer von der Front entfernt liegt die ukrainische Stadt Kramatorsk. Durch einen russischen Raketenangriff sind dort nach ukrainischen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Bei dem Angriff gestern Abend wurden im Stadtzentrum ein Restaurant sowie Wohnungen und Geschäfte getroffen. Das Schlimmste sind die verlorenen Leben. Aber auch die materielle Zerstörung in der Ukraine ist unfassbar. Ganze Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Große landwirtschaftliche Flächen vermint. Kulturgüter geraubt und zerstört. Zuletzt noch die ökologische Katastrophe infolge des zerbrochenen Staudamms. Beziffern lässt sich das alles kaum. Die Weltbank stellte kürzlich rund 400 Milliarden als Finanzbedarf in den Raum. Die Europäer diskutieren aktuell darüber, inwieweit man eingefrorene russische Vermögen heranziehen könnte. Das wird wohl auch Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag sein. Ulf Röller berichtet. Wer zahlt für den Wiederaufbau der Ukraine, für die gezielte Zerstörung der Infrastruktur, für das Leid? Der russische Präsident Putin, die Eliten mit ihren vielen Milliarden, das russische Volk oder Europas Steuerzahler. 390 Milliarden für den Wiederaufbau für die Ukraine werden gebraucht, so Schätzungen der Weltbank. Die EU-Kommission gibt eine eindeutige Antwort. Der Täter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Zur Rechenschaft ziehen in einer perfekten Welt kann das auch so aussehen. Im Bremerhaven hat die EU die Yacht von einem russischen Oligarchen eingezogen. Insgesamt hat die EU russisches Vermögen im Wert von 350 Milliarden Euro eingefroren. In Europa wollen viele, dass das Putin-System für den Wiederaufbau der Ukraine zahlt. Warum sollten denn unsere Steuerzahler für den Wiederaufbau bezahlen? Sie haben die Ukraine nicht zerstört. Wir müssen eine Lösung in Europa finden, die uns rechtlich erlaubt, das eingefrorene russische Vermögen zu verwenden. Das wird nicht einfach. Putin, der Mann, der brutal das Völkerrecht gebrochen hat, wird aber vom Völkerrecht geschützt. Staaten können nicht einfach andere Staaten und deren Bürger enteignen. Auch die Zinsen, die das eingefrorene russische Vermögen bringen, kann Europa wohl nur schwer für den Wiederaufbau verwenden. Der direkte Zugriff ist kaum möglich. Wir beschlagnahmen zwar, aber der endgültige Entzug stößt an völkerrechtliche Grenzen. Und das gilt ebenso für die Verwertung dieses Vermögens. Man könnte es ja anlegen und daraus dann Zinsgewinne erwirtschaften. Auch das wird vom Eigentums- und Immunitätsschutz erfasst. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geht noch einen anderen Weg. Sie will der Ukraine bis 2027 weitere 50 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Diskussion mit den Regierungschefs: Kommt das Geld aus vorhandenen EU-Töpfen oder bekommt die Ukraine zusätzliches Geld von den EU-Staaten? Es ist erstmal richtig, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, auch finanziell. Aber das wird nicht einfach nur durch mehr Geld aus den Mitgliedstaaten finanziert werden können. Da muss Frau von der Leyen so mutig sein, auch im EU-Haushalt Umschichtungen vorzunehmen. Denn da ist in manchen Bereichen auch noch genug Geld vorhanden. Wer zahlt für die Zerstörung? Europa sucht nach einem gerechten Weg, damit Putin nicht davonkommt. Und jetzt noch mal Heinz mit anderen Nachrichten. Den Euro soll es künftig nicht mehr nur in Münzen und Scheinen geben, sondern auch digital. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag kommt von der EU-Kommission. Frank Bethmann, wie soll das konkret aussehen mit dem digitalen Euro? Ja, die Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher würden ihn in einer digitalen Geldbörse, einer sogenannten Wallet, gutgeschrieben bekommen. Das Smartphone ist dann praktisch das Portemonnaie. Händler wären verpflichtet, neben Scheinen und Münzen auch diese Variante als offizielles Zahlungsmittel zu akzeptieren. Gleichzeitig sagt die EU, der digitale Euro solle keinesfalls das Bargeld ersetzen, er solle es nur ergänzen. Vor allem, weil wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Prozesse, vor allem in der Wirtschaft, digital ablaufen würden, bräuchte es eben auch diese neue Form einer offiziellen Währung, mit der allerdings frühestens 2026 zu rechnen ist. Und nun gibt es ja schon digitale Bezahlangebote. Was wäre der Vorteil, wenn noch ein digitaler Euro kommt?
Ja, das Hauptargument ganz sicher: Mit einem digitalen Euro bekäme Europa ein Angebot für digitale Zahlungen als Alternative zu Zahlungsdienstleistern aus den USA, wie beispielsweise Visa, Mastercard oder PayPal. Sie dominieren den Markt hierzulande. Zusätzlich will der digitale Euro bei den Bürgern damit punkten, dass er sicher ist. Schließlich steht hinter dieser Bezahlvariante die Europäische Zentralbank. Ob das alles allerdings reicht, die Bürger zu überzeugen? Die Skepsis, besonders unter den bargeldverliebten Deutschen, ist aktuell sehr groß. Frank Bittmann, vielen Dank. Gerne. Eine Studie der Universität Leipzig hat rechtsextreme Einstellungen und die Zufriedenheit mit der Demokratie in den ostdeutschen Bundesländern untersucht. Die Auswertung der repräsentativen Befragung von rund 3.500 Personen zeige hohe Zustimmungswerte zu rechtsextremen Aussagen, so die Autoren. Mit der Demokratie als Idee könne sich zwar eine deutliche Mehrheit identifizieren, doch nicht mal ein Viertel der Befragten meine, Einfluss auf die Regierung zu haben. Und mehr zu der Studie und ein Gespräch mit einem Landrat aus Thüringen später im Heute-Journal-Update. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute darüber, ob in einem Abiturzeugnis ein Vermerk wegen Legasthenie stehen darf. 3 ehemalige Abiturienten aus Bayern haben in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie sehen in einem solchen Vermerk eine berufliche Einschränkung. Das Bayerische Kultusministerium verweist dagegen auf Chancengerechtigkeit und Transparenz. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 5, 18, 28, 30, 34, 37, Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Fußballnationalspieler Kai Havertz, bislang unter Vertrag beim Premier League-Club FC Chelsea, wechselt zum Stadtrivalen FC Arsenal. Der 24-Jährige erhält beim englischen Vizemeister einen langfristigen Vertrag, wie der Londoner Club mitteilte. Wie hoch die Ablösesumme ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft ist bei der EM in Georgien und Rumänien in der Gruppenphase gescheitert. Im letzten Spiel heute gab es eine 0:2-Niederlage gegen England. Das war brutal. Die Deutschen vorgeführt, verunsichert, ausgeschieden. Kein einziger Sieg in der Vorrunde, gegen England komplett unterlegen. Die Young Lions von Beginn an fast zu schnell, zu wach. Das ist zu einfach. In der 4. Minute schon das 1:0 durch Cameron Archer. Die DFB-11 von Trainer Antonio Di Salvo erspielt kaum Chancen wie diese. Zum Ausgleich die Deutschen irgendwie müde. Und direkt im Anschluss der englische Keeper hellwach. Nutzt die Resignation und schickt Harvey Elliott. Der macht's allein. 2:0, das ist bitter. In der zweiten Hälfte haben die Deutschen schon aufgegeben. Wenige Angriffe, in der 90. Minute nochmal Jessique Nankam. Aber keine Chance. England gewinnt 2:0 und Titelverteidiger Deutschland ist mit nur einem Punkt aus 3 Spielen als Tabellenletzter ausgeschieden und damit auch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Der Hut ist immer noch der gleiche. Der Mann, der ihn trägt, allerdings ein bisschen älter geworden. Mit 80 Jahren noch einen Actionfilm drehen, das muss man auch erst mal schaffen. Zum 5. und angeblich letzten Mal ist er in die Rolle des Indiana Jones geschlüpft, rennt und reitet um die Welt und tut all das, was Indiana Jones halt so tut. Die Filmkritiken sind durchwachsen. Die Fans werden es trotzdem wohl gerne sehen, und sei es aus Nostalgie. Morgen ist Kinostart. Gudula Moritz hat den Film schon gesehen und Harrison Ford getroffen. All right, here we go. Action. Diese Melodie, eine Verheißung. Abenteuer, Spannung, Männlichkeit pur. Indiana Jones. Zurück mit euch! Zurück in seiner Paraderolle. Mit 80 Jahren spielt Harrison Ford zum letzten Mal den Archäologen und Abenteurer Indiana Jones. Manchmal war es schon anstrengend, aber auch ein großer Spaß. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Einen für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Mit dem Rad des Schicksals lässt sich Geschichte umschreiben. Eine gefährliche Waffe in falschen Händen.
Also macht sich Pensionär Indy auf die Suche, noch einmal die Welt retten und noch einmal gegen das Böse antreten. Entschuldige. Wie immer hat er keinen Plan. Warum eigentlich? Weil er die Umstände, in die er sich hineinbegibt, nicht vorhersehen kann. Indiana Jones Filme leben vom Unerwarteten, von den Überraschungen. Seine Jagd nach dem Rad des Schicksals beginnt in New York 1969. Aufbruchsstimmung mitten im Kalten Krieg. Und Indy, also Harrison Ford, gibt alles. Wahrlich ein Ritt. Dr. Jones, Wissenschaftler mit wildem Spieltrieb. Das gehört zum Schöpfungsmythos der Saga, die vor über 40 Jahren mit den Jägern des verlorenen Schatzes begann. Lieber Dschungel als Hörsaal. Indy gegen seine Lieblingsgegner, alte Nazis. Die suchen auch das Rad des Schicksals, ihr Ziel Geschichte umschreiben für ein siegreiches Nazi-Deutschland. Hitler machte Fehler und damit werde ich sie korrigieren. Der Film beamt Jones in die Hitlerzeit zurück. Ein mit KI verjüngter Ford, seine digitale Frischzellenkur überzeugend. Es gibt ihn seit 40 Jahren. Kaum zu leugnen also, dass er am Ende seiner Karriere steht. Mir war wichtig, dass es in diesem letzten Indiana Jones auch ums Alter geht. Und irgendwann ist es dann auch mal genug. Indiana Jones Teil 5 in Zeiten des Superheldentums, ein temporeicher Nostalgietrip ins gute alte Hollywood. Popcorn-Kino für alle. Das war's von uns. Das Auslandsjournal gleich im Anschluss beschäftigt sich heute mit den Ereignissen in Russland. Wie stark ist Putin noch und wie viel Macht haben die privaten Söldnerarmeen? Und um 0:30 Uhr meldet sich dann Nazan Göktemir mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das Tief bei Island hat eine Kaltfront und die nähert sich uns. Und das passiert relativ langsam. Aber morgen gibt es schon erste Schauer und Gewitter am Nachmittag. Und davor wird ordentlich warme und feuchte Luft herangeführt. Die Kaltfront kommt dann am Freitag zu uns und löst dann teilweise heftigere Gewitter aus. Die können im Unwetterbereich liegen. In der Nacht gibt es etwas Regen nach Nordwesten hin. Sonst ist es trocken und vor allem im Südosten wird es kalt mit Temperaturen bis 8 Grad und 18 Grad ganz im Westen Deutschlands. Morgen am Vormittag ist es erstmal fast überall freundlich mit Sonnenschein. Nur ganz im Westen ziehen erste Wolken, teils auch Schauer auf. Ja, und zum Nachmittag werden aus diesen Schauern teilweise auch Gewitter. Die können durchaus dann viel Regen mitbringen. Starkregen ist dann dabei. Ansonsten im Osten einige Wolken, Richtung Bayern viel Sonnenschein. Die höchsten Temperaturen morgen bei 30 Grad am Oberrhein, generell in der Südhälfte relativ warm, zwischen 26 und 29 Grad. Und nach Norden in etwas kühle, vor allem an der Nordsee bei 23 Grad. Am Freitag überquert uns die Kaltfront dann allmählich ostwärts und dann können die Gewitter durchaus heftiger ausfallen. Werte bei 20 bis 27 Grad und am Wochenende ist es nicht mehr ganz so warm. Und damit einen schönen Abend.